There's a new cowgirl in town. Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder reinschaut ins neue Video. Vielen Dank dafür. Und heute ist Sonntag. Wir haben einen wunderschönen Morgen hier in Austin, Texas. Und wir haben uns gerade gefragt, was machen wir denn heute? Und jetzt haben wir spontan beschlossen, wir fahren nach San Antonio. Und da nehmen wir euch natürlich mit. Herzlich willkommen in San Antonio. Die Stadt begrüßt uns mit bestem Wetter, strahlend blauer Himmel und es ist wirklich warm, über 30 Grad. Aber das kennen wir ja nicht anders von San Antonio. Wir sind ungefähr 1,5 Stunden von Austin hierher gefahren. Das kommt natürlich darauf an, wo genau ihr in Austin startet. Und jetzt stehen wir hier vor der City Hall in San Antonio. Was man hier in San Antonio ganz oft sieht, sind diese alten Häuser im spanischen Stil. Richtig schön. Man merkt hier in San Antonio wirklich den mexikanischen Einfluss. Über die Hälfte der Bevölkerung in San Antonio hat sogar mexikanischen Background. Das ist mehr als in LA. Wir sind jetzt am berühmten Riverwalk. Das müsst ihr euch so vorstellen wie ein Boardwalk. Da fließt der Fluss durch die Stadt und ihr könnt dann ringsum laufen und habt an den Seiten dann Cafés, Restaurants und ich glaube auch noch ein paar kleine Souvenirshops. Hier kann man auch mit einem Boot fahren und dann wird man halt auf dem Fluss geführt und ein Guide erzählt dir dann einfach die wichtigsten Sachen zu den Häusern, zu der Geschichte, wie das hier entstanden ist. Ist richtig interessant und super erfrischend, aber das machen wir heute nicht.
Wir sind jetzt im Pearl District. Das ist eine ehemalige Brauerei und die haben das hier alles richtig schön modernisiert, alles neu und hübsch gemacht. Und hier gibt es jetzt richtig viele Hotels, Bars und auch ein paar Restaurants. Und wir haben gerade mexikanisch gegessen und jetzt gönnen wir uns noch ein Bier und ich eine Margarita. Kein Besuch in San Antonio ohne Alamo gesehen zu haben. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum historischsten Punkt der Stadt. Wir stehen hier gerade vor dem Alamo. Das ist historisch das wichtigste Gebäude in Texas. Damals ging es darum, Unabhängigkeit als eigenes Land oder Staat. Das haben die dann auch geschafft in 1835. Was ziemlich cool ist, dass die drin eine Liste von den Leuten, die hier gekämpft haben, aufzeigen und auch mit ihrer Herkunft. Viele der Leute, das sieht man an den englischen Namen, die deklarieren sich dann nicht unbedingt als Engländer oder Schotten, das natürlich auch, aber viele dann halt mit dem Staat, aus dem sie kommen. Also da gab es viel Tennessee, Pennsylvania, Ohio und natürlich auch Texas. Und offiziell auch 2 Deutsche haben hier gekämpft für die texanische Unabhängigkeit. Und ich glaube, soweit ich das richtig verstanden habe, auch, ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest die meisten Leute sind bei dieser Schlacht auch leider umgekommen. Wir haben natürlich jetzt auch nicht die gesamte Anlage uns anschauen können. Hinter dem Hauptgebäude gibt es eine Gartenanlage, die haben wir dann schon vor ein paar Jahren entdecken können. Aktuell finden hier rund um das Alamo Bauarbeiten statt. Die bauen hier nämlich ein großes Besucherzentrum aus und viele der Denkmäler werden auch aktuell restauriert. Das heißt, sobald das fertiggestellt ist, kommen wir natürlich noch mal wieder und zeigen euch die ganze Anlage. Aber das wird echt schön aussehen und man wird mehr Kontext zu der Geschichte dieses Ortes selber direkt hier vor Ort erleben können. Ziege.